Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Die prophetische Feststellung, dass Babylons Sünden bis zum Himmel reichen und Gott ihrer Ungerechtigkeiten gedacht hat, ist nun Realität geworden. Das Maß ihrer Schuld ist voll und ihre Zerstörung steht fest. Doch Gott hat noch ein Volk in Babylon, und bevor das Urteil vollstreckt wird, müssen Menschen da sein, die diese treuen Seelen herausrufen, damit sie nicht an den Sünden der Stadt teilhaben und nicht von ihren Plagen empfangen. Allerdings wird Gottes Zorn keinen einzigen treffen, der diese Zusammenhänge nicht vorher verstanden, als richtig erkannt und dennoch verworfen hat. Viele haben die besonderen Wahrheiten für unsere Zeit noch nie gehört. Niemand hat ihnen je erklärt, warum das 4. Gebot nach wie vor Geltung hat. Gott liest im Herzen und sieht die Motivation jedes Menschen, und er wird nicht zulassen, dass auch nur ein aufrichtig Suchender darüber getäuscht wird, worum es in diesem Konflikt wirklich geht. Niemand wird blind vor die Entscheidung gestellt. Jeder wird wissen, was auf dem Spiel steht, bevor er seine Seite wählt. Gott hat zu allen Zeiten seine Diener beauftragt, die Sünden der Welt und der Kirche zu tadeln. Doch die Menschen hören gerne sanfte Worte. Die reine, unverblümte Wahrheit ist nicht beliebt. Viele Reformatoren nahmen sich anfangs vor, mit Kritik an den Sünden von Kirche und Volk sehr zurückhaltend zu sein. Sie hofften, die Leute mit einem reinen, vorbildlichen Leben als Christ auf die Lehren der Bibel aufmerksam zu machen. Doch der Geist Gottes ergriff sie, wie er damals Elia ergriff, und dazu drängte, die Sünden des bösen Königs und des abtrünnigen Volkes anzuprangern. Sie konnten nicht anders, als die klaren biblischen Aussagen und Lehren, bei denen sie bisher zögerlich gewesen waren, energisch zu verkündigen. So wird sich auch die Botschaft des 3. Engels verbreiten. Wenn die Zeit da ist, sie mit größtem Nachdruck zu verkünden, wird der Herr einfache Werkzeuge gebrauchen, Menschen, die ihm geweiht sind und sich von ihm führen lassen. Solange Jesus im himmlischen Heiligtum noch der Fürsprecher der Menschheit ist, wirkt der Heilige Geist mäßigend auf Regierung und Bevölkerung ein, und zum Teil schlägt sich das immer noch in den Gesetzen des Landes nieder. Ohne solche Gesetze sähe es in unserer Welt viel schlimmer aus. Der Engel, der sich der Botschaft des 3. Engels anschließt, wird mit seinem herrlichen Glanz die gesamte Erde erleuchten. Hier wird ein weltweites Geschehen und eine außergewöhnliche Machtdemonstration vorhergesagt. Es wird ähnlich sein wie zu Pfingsten, als die Ära des Evangeliums begann. Als damals der Heilige Geist ausgegossen wurde, war dies der Frühregen, der die wertvollen Samenkörner aufsprossen ließ. Und gegen Ende wird der Spätregen fallen, um das Korn zur Reife zu bringen. Wenn das Evangelium, die großartige Mission zur Rettung des Menschen, zum Abschluss kommt, wird Gott seine Macht nicht weniger eindrucksvoll unter Beweis stellen als am Anfang.
Die Prophezeiungen, die sich beim Frühregen erfüllt haben, als die Verkündigung der frohen Botschaft begann, erfüllen sich am Ende, wenn der Spätregen fällt, noch einmal. Mit strahlenden Gesichtern, in denen völlige Hingabe zu lesen ist, suchen Gottes Diener so schnell wie möglich einen Ort nach dem anderen auf, um die Botschaft vom Himmel weiterzugeben. Tausende Stimmen gleichzeitig verkünden die Warnung auf der ganzen Erde. Wunder geschehen, Kranke werden geheilt. Wo die Gläubigen hinkommen, folgen Zeichen und Wunder. Es sind letztlich nicht Argumente, die die Botschaft so überzeugend machen, sondern das tiefe Wirken des Geistes Gottes. Die Argumente sind allgemein bekannt. Der Same ist ausgestreut worden. Nun sproßt er auf und bringt Frucht.